Ich hatte zuletzt ein paar neue Kunstköder gekauft. Köder, die ich zuvor noch nie verwendet habe. Jetzt am Nordmeer im Test. Ich habe mal wieder wahnsinnig viel Silber ausgegeben und zwar für jede Menge verschiedene Kunstköder, also eigentlich alle Kunstköder, die mir noch fehlten im Game. Mittlerweile habe ich sie jetzt alle und die Kunstköder teste ich jetzt gerade im Einsatz Gummifische. Davon hatte ich zuletzt nur 2 im Inventar, habe die jetzt nochmal komplett ja dann aufgefüllt und teste die natürlich auch. Also jetzt ist die große Frage, wie laufen denn solche Gummiköder hier am Nordmeer? Kann man die denn auch verwenden? Lohnen die sich? Oder lohnen die sich vielleicht eher nicht? Ich bin jetzt schon über eine halbe Stunde hier und teste das natürlich als erstes einfach mal nur vom Land aus und werfe jetzt hier quasi, ne, man sieht es glaube ich ganz gut, also von diesem Holzanleger hier direkt gegenüber vom Dorf, einfach so locker flockig raus, ungefähr so oder mal ein bisschen weiter, aber so meist ungefähr so, einfach halb aufgeladen, schön rausgeballert, das sind so 25, 30 Meter vielleicht und dann leicht in den Jig. Wir sehen es da unten, es sind ungefähr 40, 45 Meter. Also um die 40 Meter weit raus. Das ist doch der Vorteil, wenn man die bunte Schnur drauf hat. Ja, und dann einfach locker durchjiggen und gucken, was halt reingeht. Ne? Wir haben jetzt momentan nur Bewegung in Grundnähe, aber ansonsten auch immer mal wieder, hier haben wir es gerade stehen, die Jig-Führung. Und gerade eben auch mit der Jig-Führung gehen hier auch immer mal wieder die Brocken rein. Erster Fisch war gerade schon ein relativ großer Köhler. Dann waren es immer mehr Köhler auf den ersten Köder. Wir gucken uns das gleich im Detail an. Und dann habe ich gedacht, nee komm Alter, auf Köhler? Ja, kann man natürlich machen. Also wenn man jetzt so einen Köhler, also wenn man Köhler sucht, vielleicht noch ein paar Filets haben will, kann man das natürlich machen. Hier einfach mal sich eine halbe Stunde, Stunde hinstellen und ein paar Köhlerfilets farmen. Auch durchaus eine Möglichkeit. Aber ich wollte halt ein bisschen was haben, was vielleicht auch noch ein bisschen Cash bringt, ein bisschen Silber. Schön nebenbei hier entspannt vom Ufer aus auf Jig und dann, ja, einfach auch noch ein bisschen Cash machen. Das wäre nicht so schlecht. Aalmoder zum Beispiel. Aalmoder ist nicht so schlecht. Wir gucken mal kurz rein. So sieht es gerade aus, beziehungsweise, wenn wir genau reingucken, hier unten fängt es ja an. Das war eben der Start. Ja, fast eine Stunde schon mittlerweile jetzt hier. Also eine Stunde und ja, mit viel Rumprobiererei. Ich sag mal, da könnte schon ein bisschen mehr gehen. Aber was ganz interessant ist, klar, farblich absolut entscheidend, was hier reingeht. Das hier sind die Köder, die Super Minnow CLR und jetzt kommt's, die haben alle Buchstaben statt Nummern. Das hier sind die Kandidaten. Kennt man vielleicht CLR. Das ist hier die Serie. Gibt es sogar, na guck, gibt es sogar verschiedene, gibt es sogar nochmal in groß. Ich habe jetzt hier gerade die kleinere Serie und in groß wäre das natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, ne? Also, das sind jetzt gerade erstmal die kleineren, die ich drauf habe. Wir gucken mal genau. 10 cm, 10 cm, 10 cm, genau. Und dann einmal, ja, sowas hier. Schön mit so einem Tellerschwanz hinten dran, genau. Der hat auch schon ganz gut geliefert hier. Der als F, der als D ging auch ganz gut. Und den C, den habe ich jetzt neu gemacht. Der CLR in Blau, den hatte ich vorher. Da sind auch einige Bisse schon drauf. Man sieht das hier vom Verschleiß her auch ganz gut. Da waren dann allerdings sehr viele Köhler drauf. Und da wollte ich halt jetzt nicht. Ne? Also Köhler, das muss ja nicht sein. CLR. Ja, CLR, die haben das hier allesamt. Ne? Express Fishing CLR. Und da könnte man natürlich jetzt genauso, und ich glaube, ich werde das auch gleich nochmal weiter testen, zum einen natürlich diese größeren hier mit 15 cm mal testen. Auch durchaus eine Möglichkeit. Oder dann eben auch hier diese Twister hier mit dem Schwänzchen. Auch eine Möglichkeit. Also komplett eine Serie, klein und groß. Einmal mit diesem Tellerschwanz, die klassischen Fischchen und einmal als Twister.
Kann man also beide mal sich ganz gut gönnen. Waren auch gar nicht so ganz teuer. Und das ist auf jeden Fall durchaus eine Option. Der hier, genau, den hatte ich jetzt gerade dran. Das ist der C. Jetzt müssen wir gerade mal eben schauen. Da ist er mit dem C, mit der Quappe. Jetzt war hier gerade noch eine mit 800. Die ist mal auf den D gegangen. Der D ist hier der gelblich-grün. Ja, so gelb-grünlich mit so Pünktchen. Jawollo. Also auch das scheint zu funktionieren. Und wenn wir hier diese Quappe, sage ich, die Aalmutter, wenn wir hier die Aalmutter in Masse fangen können, ist das gar nicht verkehrt. Genauso interessant war auch der Dornhai. Also Dornhai in etwas größer, der war jetzt hier auf dem F, nehme ich natürlich auch gerne mit, auch wieder auf dem F. Das war auf dem Lurker und das war dann mal auf dem D. Also auch das natürlich durchaus eine Möglichkeit, wenn man hier dann, das ist der F, wenn man den hier dann sucht, den Dornhai, vielleicht das Ganze auch mal mit den größeren zu nehmen. Gucken wir nochmal eben nach, CLR, vielleicht teste ich das einfach mal. Jetzt nehmen wir die gleichen hier mal in groß. Das war einer von denen, die ich schon hatte. CLR dann nochmal hier in groß und in gelb. Und dann nochmal den großen CLR siehst du, den hatte ich auch, habe ich einfach nochmal doppelt gekauft, kannst du mal sehen. Und dann einfach wieder raus. Und jetzt sind das die großen Köder davon. Gucken wir mal, wie die funktionieren. Ja, anfangs ging es halt direkt los hier mit einem 12 Kilo Köhler. Da habe ich schon gedacht, alles klar, was ballert hier rein? Köhler, naja, wie gesagt, muss man jetzt nicht unbedingt haben. Das war auf dem D, CLR D. Eigenartig eigentlich, ne? Dass hier die ganzen, zack und bis, na guck. Dass die ganze Serie auf einmal hier mit Buchstaben nummeriert wird und nicht mit Nummern. Das ist schon ein bisschen ein Ding. Aber das ist doch schon wieder ein gutes Zeichen hier, wenn selbst die Großen funktionieren. Nächster Test dann natürlich, wie funktionieren diese Köder auf der Sandbank oder auf den klassischen Sandbänken. Auf dem 34er, einen Shelly, okay. 34er oder 41er. Das wäre natürlich dann auch nochmal interessant und auch nochmal einen Test wert. Oder du testest das. Gerne auch dann, wenn du das testest, in die Kommentare reinschreiben, wie die Köder bei dir funktioniert haben. Das war jetzt der F und zack und schon wieder weg. Na guck mal, selbst einfach nur beim Liegen lassen waren hier gerade schon Bisse. Das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Alleine durch die leichte Drift, dass dann da automatisch Bisse kommen, ist schon mal nicht schlecht. Ich werde auf jeden Fall als nächstes nochmal den Affenfelsen testen. Also auf jeden Fall den Köder vom Affenfelsen beziehungsweise hier vorne von der Steinmauer aus nochmal testen. Das scheint ganz interessant zu sein. Bisher am interessantesten diese beiden Köder. Also der hier, der rot-gelbe und der schwarz-weiße. Die haben momentan ganz gut geliefert. Da bin ich gespannt, ob sich da noch irgendwas tut, ob da vielleicht nochmal dickere Brocken reingehen. Also mal ein ganz interessanter Köder. Einfach mal testen. Wie gesagt, einfach mal ein bisschen exotische Köder testen. Ich werde jetzt hier in den nächsten Tagen nochmal mehr komische, seltene Köder testen. Vielleicht ballert ja hier nochmal ein bisschen was Gutes rein. Und auch nicht nur am Nordmeer, sondern vielleicht sogar zack an der Jama oder sowas. Also ich habe sämtliche Kunstköder mittlerweile zusammen. Nächste Aalmutter, gerne mehr davon. Sämtliche Kunstköder. Ich hatte wahnsinnig viele Haken, also Drillinge nochmal gekauft. Über 120 neue Drillinge, damit ich die jetzt alle schön auch noch ausstatten kann. Also da ist ordentlich Cash reingeflossen. Und jetzt muss das Cash natürlich auch wieder zurückfließen. Und dementsprechend testen, wie immer. Wir werfen natürlich nochmal einen schnellen Blick hier rein. Was hat sich denn hier am meisten gelohnt? Also knappes Stündchen hier mit dem Rumtesten, 400 noch was vom Land aus, finde ich ganz okay. Also kann man ganz gut machen. Und ja, die Aalmutter, das ist natürlich das, was am interessantesten ist. Aalmutter und Dornhai, also da sollten wir uns dann vielleicht doch ein bisschen drauf konzentrieren. Und dementsprechend gucken wir gerade nochmal eben rein. Aalmutter und Dornhai, hier haben wir die Aalmutter, das war der CLRD. In der Größe 4 und der große Dornhai war der CLRF, auch Größe 4.
Genau, und die beiden, die teste ich jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter. Noch mehr Aalmuddern und vielleicht sogar noch mehr Dornhaie. Also ran hier ans Wasser, kauft euch mal ein paar seltene und freakige Köder und dann einfach mal reinhalten und ausprobieren. Vielleicht ballert ja bei dir auch irgendwas Interessantes rein. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, wenn es dir geholfen hat und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Bis dahin.